Aber was ist denn jetzt besser? Ist jetzt eine DSP-Endstufe oder ein separater Standalone-DSP die bessere Wahl für euch? Das werde ich euch in diesem Video erklären. Was man jetzt wirklich nimmt, ob man jetzt eine DSP-Endstufe oder einen Standalone nimmt, kommt wirklich ganz drauf an. Also ich werde jetzt auf einige Punkte eingehen und dann immer sagen, okay, hier haben wir das, hier haben wir das. Und dann werden wir so ein bisschen, ja, am Ende gucken, was für Fälle es gibt und wo sich lohnt, auf eine DSP-Endstufe zu gehen oder auf ein Standalone-Gerät. Wir fangen einfach direkt an. Ich habe mehrere Punkte aufgeschrieben und da hangeln wir uns jetzt ein bisschen durch. Grundsätzlich ist es so, dass die Ausstattung der DSPs in der DSP-Endstufe und im Standalone-DSP heutzutage eigentlich schon alle gleich sind. Das heißt, alle haben Low-Level-Eingänge, alle haben High-Level-Eingänge, wo ihr direkt quasi die Lautsprecherkabel anschließen könnt, und quasi alle haben auch Digitaleingänge, wo man dann halt vielleicht von einem Join-Radio, vielleicht von einem Hi-Res-Player irgendwie Sachen reinkriegt. Das heißt, da unterscheiden sich diese beiden Arten nicht, weil ich habe euch ja auch letztes Mal gesagt, im Endeffekt ist zum Beispiel in der DSP Ultimate ist ja quasi der DSP Ultra hier schon drin. Das ist von den Specs ist es halt einfach das gleiche Gerät. Nur dass hier halt eine Endstufe dabei ist und hier nicht. Also ich habe jetzt hier diese DSP-Endstufe und wenn wir uns die angucken, theoretisch reicht es mir, wenn ich hier Strom rein tue, wenn ich hier Remote rein tue, wenn ich hier auf der anderen Seite optisch reingehe und dann habe ich hier schon meine Ausgänge, wo ich meinen Lautsprecher anschließen kann und fertig. Das heißt, ich brauche wirklich nicht viel und habe hier direkt meine fertigen Lautsprecher-Ausgänge, wo ich direkt Lautsprecher anschließen kann. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche einmal Plus und Minus, ein Remote, das war's. Das heißt, ich muss wirklich nur ein Kabel nach hinten ziehen. Ich kann das Kabel hier direkt reinfahren und habe dann 6 Kanäle, mit denen ich arbeiten kann. Wenn wir uns das einmal bei der Helix DSP Ultra anschauen, dann haben wir hier nur Line-Outs. Das heißt, wir haben hier nur Low-Level-Ausgänge. Das heißt, wenn ich jetzt diesen DSP natürlich da kann ich noch keine Lautsprecher da anschließen. Wenn ich da jetzt einen Lautsprecher anschließen will, brauche ich noch was. Zum Beispiel eine Endstufe. Ich habe jetzt mal eine hier aus dem Regal genommen. Auch eine Helix-Endstufe, eine schöne analoge, alte, Oldschool-Endstufe. Ja, und um die beiden hier jetzt zu verbinden, brauche ich Kabel. Brauche ich sogenanntes Cinch-Kabel. Cinch-Kabel kommt hier ganz normal ran und auf der anderen Seite haben wir hier den Input. Das heißt, hier kommen die beiden Kanäle rein. Und dann kann ich hier auf der Seite Lautsprecher anschließen. So, das heißt, der Aufwand ist schon mal ein bisschen größer, um aus einem Standalone-Gerät Lautsprecher rausfallen zu lassen. Ja, das heißt, wir brauchen Cinch-Kabel. Über Cinch-Kabel könnte man jetzt ein ganz separates Video machen, weil da gibt es halt gute Cinch-Kabel, schlechte Cinch-Kabel, worauf soll man achten. Im Auto schon relativ wichtig, auch auf teilweise kurzen Strecken, aber je nachdem, wie viel Störsignale da unterwegs sind, würde ich auf jeden Fall geschirmtes Cinch-Kabel nehmen. Also, dass das halt wirklich nochmal abgeschirmt ist und da die Störgeräusche nicht so gut reinkommen. Das ist bei einer DSP-Endstufe, die hier, das ist meine DSP-Endstufe, natürlich, ja, da kann man nichts machen, weil das ist hier alles fest drin verdrahtet. Und da geht man jetzt natürlich davon aus, dass die Hersteller hier einen guten Job machen. Außerdem sind die Leitungen super kurz. Da werden jetzt keine Störkabel irgendwie direkt drüber laufen oder sonst was. Das heißt, das ist bei sowas hier gar kein Problem. Okay, kommen wir zum nächsten Teil. Das heißt, wir haben jetzt schon die Signalleitung, die wir brauchen. Und das nächste ist Stromleitung. Bei der DSP-Endstufe habe ich gerade gezeigt, okay, wir brauchen nur Plus, Minus, dann muss noch ein Remote dazu kommen und schon läuft das ganze Gerät. Das heißt, mehr brauchen wir nicht an Strom. Hier ist es so, die Endstufe braucht natürlich Strom, das heißt, hier hat die ihre Stromterminals, wo die Strom braucht und dazu braucht halt noch der DSP-Strom. Der hat nämlich hier auch nochmal, hier quasi Plus und Minus. Das heißt, wir müssen, wenn wir irgendwie von der Batterie das Kabel irgendwo hinziehen, müssen wir natürlich auch das Stromkabel doppelt ziehen. Das heißt, klar, wir könnten jetzt 2 Leitungen ziehen oder wir können hinten einen Stromverteiler einbauen. Mit einem Stromverteiler dann quasi einmal in die Endstufe gehen, einmal hier reingehen. Das geht natürlich, aber das verbraucht dann halt nochmal einen Stromverteiler. Ich nehme mal kurz einen, den ich hier gerade rumliegen habe. So, das heißt, wir nehmen hier noch einen Stromverteiler dazu. Das heißt, jetzt haben wir hier das Setup, okay, Stromkabel kommt hier rein, wir haben hier unsere einzelne Sicherung. Eine Sicherung geht auf den DSP, die andere Sicherung auf die Endstufe und dann können wir alles betreiben.
Also aufwendiger ist es sicherlich hier. Aber kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist der Platzbedarf. Also wir sehen hier schon Stromverteiler Endstufe DSP. Jetzt ist das jetzt eigentlich nur eine Zweikanal-Endstufe. Das heißt, ich mache mal symbolisch, mache ich hier nochmal eine andere Endstufe hin. So, ja, passt so ein bisschen. Das ist jetzt, ja, das ist meine 1X. Aber symbolisch kann hier zum Beispiel auch für eine 6-Kanal stehen oder irgendwas, was wir noch irgendwo hätten. Das heißt, das wäre jetzt der Platz, den wir bräuchten, um, ja, also in dem Setup tatsächlich 3 Kanäle zu befeuern. Ist jetzt nicht so klein. Und hier nochmal zum Vergleich, das hier sind 6 Kanäle. Also platztechnisch würde ich sagen, hat jetzt so eine DSP-Endstufe erstmal gewonnen. Erstmal gewonnen ist natürlich, wenn alles, was wir brauchen, in dieser DSP-Endstufe drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit einer P6 einfach ein 2-Wege-Frontsystem und einen Subwoofer betreibe, bin ich ja soweit fein raus. Das heißt, ich brauche wirklich nur das Teil. Wenn ich aber auf die Idee komme, hey, ich will mit dieser P6, will ich ein 3-Wege-Frontsystem fahren und einen Subwoofer dazu, ja, dann müssen wir hier mal umbauen. Dann sieht das nämlich anders aus. Dann kommt die hier weg. Die hier kommt weg. Den Stromverteiler brauchen wir trotzdem. Und dann haben wir hier unsere P6. Das heißt, da tut sich dann nicht mehr so viel. Klar, wir haben ein Gerät weniger, aber trotzdem ist ja der Platzbedarf, den wir hier brauchen, groß. Wir brauchen trotzdem einen Verteiler und wir brauchen natürlich hier an der Stelle auch wieder Cinch-Kabel, die dann halt in unsere Endstufe gehen, beziehungsweise im Ausnahmefall der P6 DSP Ultimate, die hat ja einen Digitalausgang und wenn wir jetzt hier eine P1 nehmen würden, könnten wir da auch mit dem optischen Kabel lang gehen, ohne irgendwie Angst um Störsignale zu haben. Aber jetzt in dem Fall, ich habe keine P1 hier, wenn mir einer schicken will, sehr gerne. Aber jetzt, ja, wir sehen konstellationstechnisch eine DSP-Endstufe cool, wenn die wirklich alles selber machen kann. Sobald es halt natürlich schwieriger wird, muss man halt gucken, weil dann sind viele von den Vorteilen, die man halt vorher platztechnisch hatte, auf einmal verloren. Deswegen, es gibt ja auch DSP-Endstufen, die mehr als 6 Kanäle haben. So, das heißt, ich tausche jetzt wieder. Das Ding kommt weg. Und wir nehmen einmal das Gerät. Das heißt, hier haben wir ja unsere 11-Kanal, also unsere 12-Kanal DSP mit 11 Ausgangskanälen. Das heißt, hier kann ich jetzt schon wieder sagen, okay, ich habe ein 3-Wege-Frontsystem, passt. Ich kann an der Endstufe dann auch nochmal meinen Subwoofer anschließen. Ist nicht optimal, ich weiß. Optimal wäre mit einem Monoblock. Aber wenn wir jetzt wirklich gucken wollen, okay, was haben wir? Wir wollen nur eins benutzen oder sonst noch was. Dann haben wir hier wieder natürlich den Gewinn. Der kann weg, der kann weg. Und wir haben halt nur noch das Teil hier. So, 12-Kanal DSP drin. Hier übrigens auch. Aber dazu gibt es ein separates Video. Also, jetzt haben wir das hier und ja, platztechnisch kommt es deswegen drauf an. Passt das alles, was ihr machen wollt, in eine, hat die DSP-Endstufe einen großen Vorteil. Passt es nicht in eine, dann ist der Vorteil quasi weg. Das, was wir hier aber jetzt als Vorteil sehen, das heißt, wir haben nur eine Endstufe und da ist alles drin, ist irgendwie auch der Nachteil, weil wir sind quasi festgelegt auf die Endstufen-Sachen, die hier drauf sind. Weil zum Beispiel diese Endstufe hier, die hat halt einen 12-Kanal DSP, alles super, aber wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir einen einzigen, das heißt hier quasi dieses Pärchen, was wir rauskriegen, das ist der einzige Low-Level, das ist das einzige Low-Level-Signal, was hier rauskommt. Heißt, klar können wir jetzt irgendwas dran anschließen, aber wir haben nur einen Kanal, das heißt, es hat jetzt keinen Sinn, hier mit einem Hochtöner zu arbeiten oder sonst was. Das Ding ist halt wirklich nur sinnvoll für einen Subwoofer. Heißt, klar können wir an diesem Ding hier nochmal unseren Monoblock dranhängen. Monoblock hier. Monoblock haben wir. Und dann brauchen wir wieder das hier. Aber trotzdem sind wir auf den anderen 11 Kanälen natürlich auf die Endstufentechnik hier drin angewiesen. Andererseits vorteilhaft ist alles hier drin, klar. Aber wir können halt, wenn wir mehr wollen, wenn wir, keine Ahnung, 2 Achter in den Türen betreiben und dann halt richtig Leistung haben wollen, kommt das hier nicht raus. Wenn wir sagen, okay, wir hätten gerne irgendwie Class A only an den Hochtönern, kommt das hier nicht raus. Das macht das alles ein bisschen unflexibler und wenn wir tatsächlich sagen würden, wir nehmen statt dem hier, nehmen wir natürlich unseren DSP,
dann ist das halt viel flexibler, weil wir hier einfach dran anschließen können, was wir wollen. Wir könnten jetzt hier sagen, okay, für unsere Hochtonkanäle nehmen wir eine ganz kleine Class A Endstufe, für unsere Mitteltonkanäle nehmen wir eine kleine AB Endstufe, für den Tiefton nehmen wir eine potente Zweikanal digitale und für den Subwoofer dann halt irgendwie ein Monoblöckchen oder 2 Monoblöcke oder 3 Monoblöcke. Und für unser Hex-System, was wir hier quasi rausfahren lassen, können wir dann halt irgendwie vielleicht noch eine günstige Zweikanal nehmen oder so. Das heißt, da ist natürlich die Flexibilität viel, viel höher. Das heißt, an der Stelle Pluspunkt für die Flexibilität für den DSP. Dafür brauchen wir natürlich auch Platz. Preistechnisch ist es natürlich auch so eine Sache, weil, also, wenn wir einfach nur mal vergleichen, das kommt weg, das auch. So, und wenn wir einfach nur die beiden Sachen hier vergleichen, wo ja quasi der gleiche Prozessor drin ist, reden wir hier von 1200, hier von 1500 Euro. Heißt, wir haben hier 300 Euro Unterschied und haben hier eine 6-Kanal, eine richtig gute 6-Kanal-Endstufe mit drin. Für 300 Euro wird es wahrscheinlich schwierig, eine richtig, richtig gute 6-Kanal-Endstufe zu bekommen. Und dann fehlt halt immer noch der Stromverteiler, es fehlen die Cinch-Kabel und so weiter und so fort. Das heißt, preistechnisch, wenn man das nutzt, was hier drin ist in der DSP-Endstufe, dann sind die preislich natürlich ein bisschen attraktiver. Das gibt dann halt in dem Moment, wo wir sagen, okay, wir wollen eigentlich gar nicht, wir nutzen nicht alles, was hier drin ist, sondern wir wollen halt auch was anderes nutzen und dann halt die Vorverstärker-Ausgänge hier draus nutzen und allem drum und dran. Man brauchen wir nämlich mehr und dann kippt das halt irgendwann wieder. Deshalb, wenn wir das alles vernutzen wollen, alles super, Preis-Leistung ist an der Stelle hier besser. Wenn wir sagen, wir brauchen die Flexibilität, Platz ist uns egal, wir wollen ganz anderes Konzept fahren, dann sind wir hier besser aufgehoben bei dem Standalone-Gerät. Jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu einem der wichtigsten Punkte, die man nicht vergessen darf bei so einem Spaß. Wenn wir über Endstufen reden, das heißt, nehmen wir die Endstufe oder nehmen wir diese Endstufe hier. So, packen wir mal daneben. Das sind beides Helix-Endstufen, sind beides gute Endstufen, die wirklich feinen Ton machen. Und klar, das ist eine analoge, das ist jetzt die digitale, braucht vielleicht ein bisschen weniger Strom. Aber wenn wir uns halt die Klangqualität anschauen und gucken, okay, wie viel hat sich in der letzten Zeit in der Endstufentechnik getan, dann werden wir feststellen, dass die guten, analogen, uralten Endstufen immer noch sehr, 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 sehr gut sind. Heißt, in der Endstufenentwicklung ist eigentlich nichts passiert. Das heißt, wenn ich mir vor 20 Jahren halt einfach die fettesten Endstufen gekauft habe, dann sind die jetzt nicht mehr ganz so teuer, aber trotzdem noch richtig, richtig gute Endstufen. Ja, da tut sich in der Entwicklung nicht so viel. Wenn wir uns aber hingegen die Prozessoren anschauen, wenn ich mir anschaue, meinen ersten Prozessor, den ich hatte, und jetzt den Prozessor, der hier drin ist, oder der DSP Ultra, ja, da sind einfach Welten zwischen. Das heißt, das, was jetzt natürlich in der DSP-Technik passiert ist, in der ganzen Digitaltechnik, die wir da haben, da sind richtig krasse Welten dazwischen. So, und wenn wir jetzt natürlich überlegen, okay, ich habe jetzt coole Endstufen und in 10 Jahren wechsle ich einfach den DSP einmal in eine aktuelle Version mit jetzt High-Res-Fähigkeiten oder mit jetzt Ultra-High-Res-Fähigkeiten, was weiß ich, was demnächst sein wird. Ja, werden wir Bluetooth 7 haben, werden wir Wi-Fi 17 laufen, werden wir irgendwie 4D-Sound haben, irgendwie sowas. Dann wird der Prozessor das halt können, der neue. Der hier halt nicht, das heißt, ich wechsle einmal den Prozessor. Wenn ich aber eine DSP-Endstufe habe, dann ja, da drin das Board tauschen wird schwierig. Das heißt, dann muss ich auch die komplette Endstufentechnik, die ich hier mitgekauft habe, die muss dann leider mit dem DSP rausfliegen. Das heißt, an der Stelle, ja, zukunftsfähiger, sicherlich das modulare Konzept. Zukunftsfähiger, auch wenn wir darüber nachdenken, also ich weiß noch vor Jahren, da hat einfach jeder einen Windows-Computer zu Hause gehabt oder einen Windows-Laptop und dann war es gar kein Problem, einfach einen Laptop zu nehmen, ins Auto zu gehen. Jede DSP-Software gibt es quasi für Windows, anschließend programmiert, fertig. Heutzutage, wenn ich einfach
die Leute frage, so, ja, hast du denn einen Rechner zu Hause? Nee, ich mache alles mit dem Handy oder mit dem Tablet und was weiß ich was. Der Rechner habe ich seit 20 Jahren nicht mehr angemacht. Ich weiß gar nicht mal, ob der funktioniert. Deswegen, also das, was wir da erleben, das kann natürlich passieren. Das heißt, dass wir immer weniger haben. Und an der Stelle ist es halt natürlich notwendig, finde ich, halt einfach ein System zu nehmen, was zukunftsfähig ist. Ja? Also ich kenne auch Leute, also Carsten, Grüße, wenn du das jetzt hier hörst, die weigern sich halt im Moment von Windows 7 auf Windows 10 zu wechseln. Ja, ich weiß, es gibt schon Windows 11 und Windows 12 ist in Planung. Aber dann funktioniert halt zum Beispiel neue Software nicht. Und genauso wird es natürlich andersrum sein. Das heißt, es wird irgendwann Software geben für, also es gibt, wenn man halt einen neuen Rechner kauft, hat man Windows 11 da drauf. Und ob da tatsächlich dann noch die uralt Software für den alten DSP drauf läuft, ist schwer zu sagen. Wenn das halt nicht gewartet wird vom Hersteller, wenn es da keine Updates gibt, dann kommt man da halt mit seinem Windows 11 Rechner nicht mehr klar. Ich brauche jetzt hier nicht von macOS oder von Linux zu reden, weil da sind die DSP-Hersteller ja sowieso so ein bisschen, nicht unterstützend. Nur so. Also ich hätte gerne irgendwie Software für meinen Mac, aber egal, ist ein anderes Thema. Deshalb, guckt auf jeden Fall drauf, dass die Sachen jetzt nicht schon veraltet sind. Guckt drauf, dass die Hersteller da auch Updates für rausbringen. Und ja, wenn man dann halt ein aktuelles Gerät kauft, dann ist man erstmal auf einer sicheren Seite. Ich glaube, das wird ein paar Jahre funktionieren. Aber wenn es irgendwann kein USB mehr gibt. Also hier, ich habe bisher keinen Prozessor, auch die allerneuesten Geräte, die es so gibt, die gerade rausgekommen sind, die wirklich super frisch sind, haben noch Micro-USB-Anschlüsse. Das heißt, die sind nicht auf USB-C. USB-C wird jetzt erstmal demnächst der nächste Standard sein. Das heißt, ich hoffe und bitte darum, dass die Sachen hier endlich mal USB-C-Anschlüsse kriegen. Die sind dann auch ein bisschen stabiler als diese doofe Micro-USB-Kacke oder Mini-USB-Kacke. Und dann sind wir da halt zumindest erstmal auf einem Stand von dem Anschluss. Ob es dann am Rechner funktioniert, ist immer noch eine andere Sache. So zusammenfassend, was ist denn jetzt besser? Ist jetzt die DSP-Endstufe oder ist der Standalone DSP mit Endstufen das Bessere? Und das kann man nicht so beantworten. Ich sag's mal so, wenn man eigentlich alles mit einem DSP erschlagen kann, und da gibt es halt 6-Kanal, 11-Kanal, mittlerweile auch 18-Kanal DSPs. Und man kann da alles mit anfangen. Man braucht nur ein Gerät, Kabel ziehen und so weiter, fertig. Und das reicht einem. Dann würde ich das tun, weil es ist halt einfach vom Aufwand viel weniger. Man muss hinten nicht großartig mit Sicherungshaltern, Verteilern, was weiß ich was rumspielen, sondern man hat Kabel liegen, das schließt man an, da läuft alles drüber, da kann alles drüber gesteuert werden, dann kann man glücklich sein. Da gibt es auch viele DSP-Endstufen mittlerweile auf dem Markt. Das sind hier die, wenn man so will, der hier und der hier, die zwei fettesten, die es so gibt. Also 12-Kanal und 6-Kanal mit einem Ultra-DSP. Es gibt auch andere 12-Kanal DSP-Endstufen. Das heißt, da gibt es ganz viel auf dem Markt. Aber das ist halt wirklich schon dann absolute Oberklasse, die ich hier gerade liegen habe. Es gibt natürlich auch in den Bereichen drunter von Helix die M-Varianten, die ich ja schon mal gezeigt habe. Es gibt die Match-Varianten. Es gibt auch von Mosconi gibt es Sachen, von R-Wave gibt es Sachen. Also es gibt auch viel kleinere und für die meisten komplett ausreichende DSP-Endstufen, die an der Stelle natürlich super sind. Wenn man halt nur ein Gerät hat, soll man glücklich sein, dann funktioniert das. Ja? Wenn man natürlich sagt, ja, ich würde schon gerne mal eine Endstufe tauschen, ich würde schon gerne mal irgendwie was anderes ausprobieren, ich hätte gerne verschiedene Endstufen-Varianten. Ja, es gibt auch von Audison, glaube ich, welche, die so mit Class A, B und dann mit Class D für den Subwoofer, so gibt es auch. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man spielen will, wenn man ausprobieren will, wenn man flexibler sein will an der Stelle, aber auch mehr Platz braucht, einen Stromverteiler braucht und so weiter, dann ist tatsächlich die Wahl eines separaten DSPs aus meinen Augen die bessere Wahl. Wenn ihr euch jetzt in eins von den Sachen hier verliebt habt, lauft zu eurem Fachhändler, kauft den Spaß und seid glücklich. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, was ich mit den ganzen Schätzchen hier alles mache, also die Endstufe kommt jetzt in ein Auto,
die Endstufe muss jetzt getauscht werden. Ich habe noch ganz viel vor und das Wetter ist richtig scheiße. Dann abonniert mich, lasst ein Like da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich unterstützt. In dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ich wünsche euch was. Euer Thomas. Tschüss.